Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Im letzten haben wir euch noch im verschneiten Griechenland versprochen, dass wir euch eine Roomtour zeigen werden. Das werden wir diese und nächste Woche machen. Heute werde ich euch mal 3 Monate später im frühlingshaften Basel mal ein bisschen was über den Steyr erzählen, wofür wir uns da entschieden haben, was wir machen haben lassen von X-Cap. Beim nächsten Video zeigt euch die Judith dann die Kabine, das Layout und wofür wir uns dort so entschieden haben. Unser Yoda ist ein 30 Jahre alter Steyr 12M18 vom österreichischen Bundesheer, den wir direkt über die Firma X-Cap gekauft haben, die ihn auch aufbereitet hat. Wir sind schon mehrfach gefragt worden, was wir für eine Außenfarbe genommen haben. Wir haben RAI 7037, also Staubgrau oder Dusty Grey genommen, was wir finden, was super zusammenpasst mit den orangen Details, die man auch immer wieder rund ums Fahrzeug hat, also vorne bei den Abschlepphaken, oben bei den Verzurösen, die Stoßdämpfer etc. Der LKW wird von X-Cap komplett zerlegt und neu aufgebaut. Das sieht man eher an der Front, die sich ja komplett verändert hat. Wir haben hier noch H7-Leuchten drin, fahren jetzt, nachdem wir das Video gedreht haben, nach Deutschland zu X-Cap. Da werden noch ein paar Dinge gemacht, die zeige ich euch nachher. Unter anderem werden die auf LED getauscht, weil die waren während Corona nicht lieferbar. Darum haben wir jetzt erstmal noch die H7 drin. Die sind aber nicht so der Brenner, darum werden wir die noch tauschen lassen, bevor wir verschiffen auf LEDs. Die wir auch schon oben am Dachträger haben. Einfach damit wir, wenn wir dann unterwegs sind, noch ein bisschen mehr Licht parat haben. Wenn ihr unsere vorigen Videos geschaut habt, da habt ihr das vielleicht schon gesehen. Wir haben uns von X-Cap die elektrische Fahrerhauskippung verbauen lassen. Das hat sich bei uns extremst ausgezahlt. Es hat einen Nachteil, die Kabine kippt nicht ganz so weit auf, wie wenn man es mit der Hand einfach kurbelt. Ist aber extremst viel angenehmer, das so zu machen, geht schneller. Für uns hat es sich massiv ausgezahlt. Ich würde es auch definitiv wieder so machen mit der Kippung, das ist echt Gold wert. Vorne an den Motor kommt man nicht so gut hin, zum Beispiel Keilriemen tauschen und so weiter, schwerer, einfach weil es nicht so ganz so weit nach vorne kippt. Aber der Trade-off ist halt, dass man es viel schneller kippen kann und das ist einfach praktisch. Das war der Grund, einer der Gründe, warum wir uns für den Steyr entschieden haben, auch bei X-Cap ist, weil X-Cap die Fahrerhausverlängerung, die Doka anbietet. Der Steyr ist hier eigentlich normalerweise zu Ende und X-Cap baut hier praktisch diese ganze Wanne zusätzlich als Verlängerung an. Dadurch kriegen wir hinten noch 2 Sitze zusätzlich rein. Das ist eine zweite Sitzreihe im Steyr, was für uns wichtig war, dass wir noch mehr Sitze reinbringen, weil wir geplant haben, das irgendwann mal in Zukunft auch mit Kindern zu machen. Den Aufstieg, die Leiter aufs Dach haben wir hier, damit kommen wir oben auf den Dachträger rauf. Da haben wir momentan noch nichts drauf. Mal schauen, ob wir das in Zukunft brauchen werden. Also momentan kommen wir gut aus mit der Heckgarage. Vielleicht, wenn wir mal Stauraum nach oben auslagern müssen, haben wir das da. Ansonsten haben wir eine schöne Sonnenterrasse zum Weintrinken am Abend mit Ausblick. Du hast den Schlüssel, ne? Gibst mir den mal. Eine weitere Sache, die wir extremst cool finden, ist die elektrische Treppe, die uns Krug verbaut hat. Die ist nämlich hier verbaut mit 2 Sicherungsschrauben zum Festmachen und dann kommt der große Clou, dass wir sie hier elektrisch rein und rauslassen können. Was insofern ultra praktisch ist, wenn wir mal irgendwo stehen auf einem Parkplatz und drinnen sind, dann können wir die Treppe auch einfach reinlassen von innen. Dann fährt sie hoch und dann ist es so unauffällig, wie man mit so einem Fahrzeug sein kann. Ja, aber wenn wir die Blenden überall zu haben, dann kommt auch kein Licht wirklich nach außen und dann sind wir relativ versteckt, so sehr man sich mit so einem Fahrzeug verstecken kann. Ja. Außen haben wir hier eine große Staubox hier. Das sind unsere Sportsachen da drin, da ist Wanderzeug, da sind Wanderrucksäcke, Klettersteigsets, so Kram, einfach Sport. Dann haben wir
Hier eine kleine Dreieckstaukiste, die momentan noch als unsere Müllsammlung fungiert. Wir haben nämlich drinnen logischerweise nur einen kleinen Mülleimer und das ist manchmal vor allem in der Schweiz ein bisschen schwierig, dass man mülllos wird. Deswegen haben wir momentan die einfach so funktioniert, wenn unser Müll drinnen voll ist, dann kommt der erstmal hier rein, bis wir einen guten Platz haben, wo man wegwerfen kann. Hier ist nochmal eine große Staukiste, das ist primär so Technikkram, da ist unser Werkzeug, da sind die Schraubenschlüssel, die wir mittlerweile haben, da ist auch so ein bisschen die Handflettpresse, einfach alles, was so servicemäßig ist. Am Heck geht es weiter mit dem Heckträger, den wir von Krug haben. Der hält unsere 4 Sandbleche, 4 verstärkte Sandbleche für LKW und trägt unser Motorrad. Wir haben eine kleine MT 125, eine Yamaha. Das ist eine ganz normale Straßenmaschine, weil wir nicht vorhaben, groß in die Offroad zu fahren. Wir brauchen die, damit wir in die Städte reinkommen, wenn wir mal irgendwo außerhalb parken. Und deswegen haben wir uns die geholt. Die Judith ist ja mit ihren 1,60 auch ein wenig kompakt. Deswegen haben wir da ein bisschen schauen müssen, dass wir irgendwas haben, was nicht eine zu hohe Sitzhöhe hat. Deswegen ist es die geworden. Fährt sich gut, braucht nur einen A1-Schein. Das ist auch ein bisschen praktischer. Wir hatten beide keinen A-Schein. Also keinen Motorradschein, mussten beide noch nachmachen und da haben wir uns mit dem A1 Zeit und Geld gespart und es reicht vollkommen aus für uns, beziehungsweise für das, was wir damit vorhaben. Am Heckträger haben wir dann zusätzlich noch da dahinter einen Ersatzreifen und das Ganze ist über eine elektrische Winde, praktisch der Heckträger zum Abklappen nach unten, dann senken wir das Motorrad ab. Und in die gegenteilige Richtung geht es dann hoch, das zeigen wir euch gleich. Zum Ersatzrad, wir haben uns für Conti HCS entschieden. Das ist ja immer so die große Frage, Michelin XZL oder Conti HCS. Ich glaube, es ist beides eine gute Wahl. Anscheinend ist der XZL noch ein bisschen der bessere Offroad-Reifen. Dafür ist der HCS ein bisschen leiser und hat etwas mehr Laufleistung. Deswegen haben wir uns für den HCS entschieden. Mal schauen, wie sich der so bewährt. Wir werden es erst sehen. Jetzt haben wir schon knapp 10.000 Kilometer auf unseren Reifen und bis jetzt lief es absolut problemlos mit denen, läuft super. Hier am Heck, hinter der Heckdifferential, hängt noch der Hecktank, den unser X-Cab verbaut hat. Der fasst 300 Liter und gibt uns somit mit dem Seitentank, der ebenfalls 300 Liter hat, eine Gesamtkapazität von 600 Liter insgesamt. Ja, wenn man so sagt, 20 bis 22 Liter verbraucht der Steyr so im Schnitt, kommt man damit ja gute 2.500 Kilometer mit ein bisschen Reserve. Hier haben wir noch eine zweite große Heckstaukiste, die hat unseren Wasserschlauch, Strandmatten, noch ein bisschen Werkzeugkram. Dann geht es weiter hier zum Seitentank, zum Einsertank, wie gesagt 300 Liter, 2 Tankstutzen hier, der hintere Tankstutzen, mit dem kann man direkt auf den hinteren Tank durchtanken, den kann man auch von hinten tanken, aber ist natürlich praktisch, wenn man hier an der Zapfsäule steht, dass man gleich nebeneinander beide Tanks betanken kann. Hier kommt morgen noch eine Staukiste ran, die praktisch diese Lücke hier füllt. Die kriegen wir von X-Cab verbaut noch. Und dann ist es schön bündig, schön schlüssig und haben noch ein bisschen mehr Stauraum außen, noch für ein bisschen Werkzeug, für ein bisschen Ersatzmaterialien für den LKW. Schneekeiten etc. Hier haben wir die Technikbox mit dem Auspuff. Der Auspuff hier ist nicht mehr im Original, ist der den X-Cab verbaut. Und in der Technikbox ist alles, was so Technik betrifft. Wer hätte es gedacht? Also hier haben wir die Batterieversorgung vom Fahrzeug, vom Chassis, zusätzlich einen Anschluss für den Kompressor, Feuerlöscher, Auffahrkeil, einfach so ein bisschen Technikkram, die Schneeketten. Gut, damit sind wir schon einmal rundherum, weil wir gefragt worden sind. Wir haben 8,30 Meter Länge
bis zum Heckträger. Den Heckträger kann man ja abmontieren und das Motorrad auch. Das heißt, wenn man mal länger irgendwo steht, so wie wir jetzt 3 Monate in der Schweiz gestanden sind, haben wir das abmontiert, damit wir einfach ein wenig leichter sind, wenn wir so durch die Gegend fahren und das Motorrad nicht unbedingt brauchen. Mit Heckträger und Motorrad landen wir bei ca. 8,80 Meter Länge und 3,72 Meter ist die Oberkante vom Astabweiser von der Kabine. Dahinter ist aber noch die Klimaanlage, die noch so ein Stück höher ist. Das heißt, wir werden so bei 3 Meter, ich schätze mal 77 landen, grob so Fahrzeughöhe. Das heißt, 3,80 Meter ist unsere magische Grenze. Wenn 3,80 Meter angeschrieben sind, da kommen wir noch durch. Darunter wird es knapp. Auf dem Dach haben wir 1150 Watt Solar. Zusammen mit unseren 600 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akkus bei 24 Volt sind wir damit über den Winter bei wenig Licht so circa 4 bis 5 Tage ausgekommen mit allem drum und dran. Wir haben ja auch Induktionsherd und die Waschmaschine drin und so weiter, das braucht halt alles Strom. Jetzt, wo die Tage länger sind, wenn wir jetzt schon wieder mehr Sonne haben, sind wir mittlerweile ziemlich autark. Mittlerweile haben wir so 10 Grad tagsüber. Da können wir in der Nacht dann auch die Heizung meist aushaben oder müssen zumindest nicht mehr durchheizen. Das spart wieder einiges an Strom und damit sind wir jetzt fast schon auf Null. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir fahren, ziehen wir über die Lichtmaschine und wir haben eine 80 Ampere Lichtmaschine von XCAP verbaut bekommen. Da kommen so ca. 50 bis 60 Ampere Stunden hinten während der Fahrt an, also eine Stunde Fahrt in etwa 10% von unserer Akkuleistung. So, und jetzt zeigen wir euch noch, was wir alles in der Fahrerkabine noch an Optionen bei XCAP gewählt haben. Hier haben wir seitlich das Molle-System verbaut, das XCAP anbietet. Finde ich super praktisch und schaut mega gut aus. Insbesondere, wir haben es in so einem pulverbeschichteten Schwarz. Normalerweise baut es XCAP in Silber, aber wir haben Stefan gefragt, ob er es auch in Schwarz machen kann. Im Steyr ist eigentlich alles noch original und gleichzeitig nicht. Die ganzen Konsolen hier sind eigentlich noch die Originalen. Wir haben hier vorne noch ein 360-Grad-System von Brigade verbaut, das Back-Eye 360. Da sind wir auch schon gefragt worden, wie wir zufrieden sind mit dem. Jein. Also es ist gut, es zu haben. Ich kenne leider die anderen Hersteller nicht, aber was ich beim Brigade nicht so gut finde, ist, dass es einen ziemlich geringen Dynamikumfang hat. Das heißt, zwischen Weiß und Schwarz gibt es nur relativ wenig Stufen. Das heißt, wenn du auf der Autobahn fährst und dir knallt von hinten die Sonne rein, dann siehst du relativ wenig auf dem Bild, weil einfach alles relativ hell ist. Ja. Hier haben wir die Dachkonsole von XCAP. Das ist einfach praktisch, wenn man dann nochmal mörderviel Stauraum hat. Ein Radio hier oben verbaut, wo wir unsere Telefone mit Bluetooth verbinden können für Hörbücher, für Musik. Gleichzeitig haben wir ein Alpine-System, Audiosystem verbaut von XCAP. Das ist auch spitze. Ich habe auch lange überlegt, ob man das braucht oder nicht, weil es ja doch, auch wenn er extremst gut gedämmt ist, trotzdem laut wird. Aber im Nachhinein Fazit, wir würden es definitiv wieder machen. Es zahlt sich echt aus, es klingt echt gut und man kann, also es hört sich auch auf Tempo 80, 90 immer noch sehr, sehr gut an und man kann gut Hörbücher hören oder Musik hören. Ja. Mittelkonsole haben wir auch von XCAP verbauen lassen. Die ist auch mörderspitze, also es hat hier brutal viel Stauraum. Ja, und da haben wir auch noch so ein bisschen mehr Stauraum, einfach ja, zum Verstauen von Kram. Über mir, bzw. in der Mitte über uns verbaut, haben wir noch die Dachklima von XCAP. Essentiell für mich, weil ich ein sehr hitzeempfindlicher Mensch bin. Das heißt, ein Segen, dieses Gerät auch in einem alten Eckwende-Klima zu haben, das zahlt sich schon aus, denke ich. Zweite Sitzreihe. Man hat ja logischerweise nur vorne die Tür, das heißt, da muss man klettern, aber das ist jetzt auch nicht tragisch, kommt man eigentlich gut durch. Insbesondere wenn man so kompakt ist wie wir. Einfach durchklettern, fertig. Reicht vom Platz her aus. Wir haben eine 45 cm Doka, also die Verlängerung ist 45 cm. Das geht sich von der Beinfreiheit eigentlich super aus bei uns.
Das Einzige, was ich nicht so ideal finde hier, ist, dass man relativ tief sitzt. Also das sind Sitze aus, ich glaube, einem Audi A1. Auch wenn man die ganz nach oben pumpt, dann hat man jetzt irgendwie nicht so den idealen Winkel für die Füße. Ja, man sitzt da relativ angewinkelt und auch wenn man den Sitz nach oben pumpt, ist es nicht ideal. Momentan für uns noch egal, weil wir zurzeit noch nicht wirklich mit Gästen reisen oder mit Kindern reisen. Das kommt irgendwann mal in der Zukunft. Und wenn wir irgendwann mal Kinder haben, wird das auch die ersten 10 Jahre wahrscheinlich kein Problem sein. Das heißt, es sind Probleme vom Zukunfts-Arthur und Zukunfts-Judith. Headroom hat man auch noch genug, zumindest bei 1,74, die ich bin, ist dann nach oben noch genügend Luft. Man kann da den Fuß noch nach vorne legen, also man hat genügend Platz. Weil wir das auch schon gefragt wurden, welche Länge von der Doka, das ist halt sehr individuell. Da muss man sagen, wer sitzt da hinten und wie groß sind die Menschen, die da mitreisen. Für uns passt die 45er gut, dadurch kommen wir mit der Kabine, also mit der Wohnkabine ein bisschen weiter vor, haben den Schwerpunkt ein bisschen weiter vorne, auch wenn es nur 5 cm sind, aber alles, was vorne an Gewicht ist, ist besser als alles, was hinten ist. Ja. Und hier hinten haben wir noch einen Durchstieg. Hier logischerweise auf der zweiten Seite noch die Tür von der Kabine mit einem Faltenbalg, den uns Krug verbaut hat. Weil wir auch schon gefragt worden sind, wie wir mit Navigation tun. Wir haben ein iPad Pro 12,8 Zoll hier stehen. Auf der linken Seite haben wir meistens Gaia GPS offen. Rechts nutzen wir wirklich zur Navigation Magic Earth. Ist mir persönlich sympathischer als Google Maps, aber das muss jeder selber entscheiden. Für uns funktioniert das sehr gut so, soll keine Werbung sein oder sonst was. Aber das ist das, was wir nutzen. Das iPad haben wir momentan noch ganz normal in der Hülle hier stehen. Das geht auf der Straße gut. Offroad, für Offroad brauchen wir dann, müssen wir uns noch was überlegen. Und da werden wir uns hier wahrscheinlich in die Ablage einfach eine Halterung reinschrauben. Aber das schauen wir noch, das kommt noch in Zukunft. Und damit sind wir am Ende von Teil 1 unserer Roomtour. Die Judith zeigt euch das nächste Mal noch die Kabine von innen, wofür wir uns da entschieden haben, Layout etc. Und das gibt es dann nächsten Sonntag um die gleiche Zeit. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt es doch einfach unten rein. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Zeit, eine gute Woche. Bis dahin, bleibt gesund und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.